Naja, wir sind am Max-Eize. Max-Eize Stuttgart ist der einzige See in der Nähe. Ein, wie ich finde, unglaublich wichtiges, aber sehr belastetes Gewässer, weil jeder hier sein will. Am Wochenende haben wir 1,3 Billionen Besucher, die hier grillen und feiern. Wir haben den Segelschein, den man hier machen kann. Wir haben Ausflügler, die mit dem Motorboot und dem Ruderboot rüberfahren. Wir haben einen Anglerverein, der hier Fische einsetzen und rausholen möchte. Wir haben hinten ein europäisches Naturschutzgebiet mit seltenen Vögeln, da wo man nicht hin kann. Alle wollen was von dem See, dazu ist er einfach zu klein und zu belastet. Sagen wir so, der Max-Eize war jahrelang versehentlich die Kläranlage vom Neckar. Man muss sich vorstellen, Neckarwasser fließt rein. Frischwasser verdunstet, der Dreck bleibt drin. Das war die Situation über Jahrzehnte. Er wurde ab und zu mal vom Neckar abgehängt, dann wurde es wieder geöffnet. Als wir uns um den Max-Eize gekümmert haben, 2006, das war ein Jahr, da war der Max-Eize fertig. Also das heißt, da waren meterdicke Algen drauf, die Enten konnten übers Wasser laufen. Und das war eine Situation, als ich zufällig mitbekommen habe, dass sich neben Max-Eize eine Quelle befindet, eine Frischwasserquelle, die im Notwasserplan der Stadt drin ist. Das heißt, wenn eine schmutzige Bombe in den Bodensee fällt, muss die Stadt dafür sorgen, dass die Bürger anderes Wasser kriegen. Brauchwasser, das heißt, das Wasser wird einmal aufbereitet, dann kann man es trinken. Ich habe damals gehört, es gehört der NBW, Energieunternehmen. Ich bin gleich am nächsten Tag zur NBW. Ich bin unter Rhein, Sonntag Kabarettist, ich möchte den Vorstand sprechen. Ich glaube, dass noch niemand so schnell beim Vorstand war wie ich. Ich ging da rein und sage, Sie, ich habe eine tolle Idee, der Max-Eize kümmert vor sich hin, bald ist er tot, ihr habt da eine Quelle, ich möchte gerne das Wasser in der Max-Eize schütten. Sagt er, tolle Idee, denken wir drüber nach. Sagte ich, ja, Sie haben auch 6 Wochen Zeit. Ich mache nämlich genau in 6 Wochen eine Pressekonferenz und teile mit, wie Sie sich entschieden haben. Habe am nächsten Tag einen Fax gekriegt, wir sind dabei. Dann haben wir eine Bürgeraktion gestartet, haben Geld gesammelt und haben dann diese Aktion gemacht. Wir haben die Quelle angeknabbert, wir haben ein Kabel gelegt. Man sieht hier die Quelle. Hier lassen wir 7 Liter pro Sekunde in den See rein, einfach, dass man ein bisschen auch ein Erlebnis hat. Und hinten liegt ein ganz langes Rohr, das sehr viele Löcher hat, damit das Wasser ökologisch sinnvoll in der See tröpfelt quasi, also dass der See nicht aufgewühlt wird. Und seither pumpen wir seit 2007 jedes Jahr im Prinzip so viel Wasser in der Max-Eize, wie er hat. Und nicht einmal das reicht aus, um ihn zu retten. Also gerade sehen wir hinten Sauerstoffnot. Warum? Das Wasser, das wir reinschicken, ist kalt, klasse, kühlt ihn ab. Was aber nicht heißt, dass er nicht warm ist. Er hat teilweise im Sommer immer noch über 30 Grad. Wahrscheinlich hätte er 650 Grad ohne die Maßnahme. Und das Wasser hat halt keinen Sauerstoff. Das heißt, wir pumpen Wasser rein, das keinen Sauerstoff hat. Das Wasser wird warm, Blaualgen blühen, Sauerstoff ist raus. Und dann sterben die Fische und dann muss man wieder Wasser umpumpen, wieder Neckar aufmachen. Alles Probleme, die man halt irgendwie nicht in den Griff kriegt. Okay, was wir bräuchten. Wir müssen tatsächlich diesen See belüften. Es hilft uns nichts. Das heißt, wir brauchen eine Belüftungsanlage, die fest im See installiert ist, die ihm Sauerstoff zufügt, vor allem in die warmen Sommermonate. Da gibt es auch mobile Anlagen, das ist auch gar nicht so schrecklich teuer. Da sind wir gerade dran, dass die Stadt es macht oder dass wir halt wieder Spender kriegen, die es uns bezahlen. Was fantastisch wäre, wenn wir mehr Frischwasser reinpumpen könnten. Das ist aber auch eine Kostenfrage. Wir kriegen das Wasser zum symbolischen Preis. Alles eine Kostenfrage. Man könnte auch eine natürliche Kläranlage bauen, also 3 Vorseen installieren, Platz hätte man, sodass das Wasser quasi über so eine natürliche Kläranlage vorgereinigt wird, sauber in Max-Eize geht. Es wird auch diskutiert, den Max-Eize wieder zum Neckar zu öffnen. Hätte den Nachteil, dass die Wasserqualität insgesamt schlechter wird, aber halt gleichbleibend, so wie der Neckar das hat. Es gibt viele Möglichkeiten, die man tun kann. Wir haben auch schon überlegt, ob wir einen Container kaufen, der quasi in Krisengebieten angesetzt wird, der aus Pfützenwasser Trinkwasser macht. Aber da entsteht so viel Problemmüll, das wäre kostenmäßig nicht machbar. Also wir sind dran, Max-Eize, aber ich sage nochmal, der ist nur knapp 2 Meter tief. Das ist eine Lehmschicht. Unter der Lehmschicht befindet sich Kriegsmüll, Sondermüll, das will kein Mensch anfassen, das ist wahrscheinlich hochgiftig. Also die Maßnahmen, die man greifen kann, sind beschränkt oder verdammt teuer. So we're here at the lake. My name is Carlos. I'm a WARM student. My name is Kenneth Alvarado. I'm a student from MIT, 3rd semester. Right, and today is Tuesday, and we read on the news something disturbing about the lake. Kenneth knows a little bit more about it, so what's going on right now with the lake is that there's an increase in the Blaualgen, so blue algae in the sea, which is causing that the oxygen content in the lake is reducing. This reduction in the oxygen content is causing the death of all the fish in the lake.
For those who might not know, TKW, those are the German guys, voluntary guys. We just find out that have to come in case of a natural disaster or something like that. So this is a high level priority right now. Ja. So, wir sind immer noch hier am See, Max-Eidsee in Stuttgart und ja, momentan haben wir was mitbekommen, und zwar wir können hier zum Beispiel gucken, wie das Wasser gepumpt wird, rein in den See, und zwar weil am Wochenende viele Fische gestorben sind. Warum? Ja, es gab nicht nicht genug Sauerstoff am See. Momentan, was wir mitbekommen haben, gelesen haben, wir hatten 1,5 Milligramm pro Liter Sauerstoff und die Grenze liegt bei 4, also 4 Milligramm pro Liter. So, offensichtlich haben wir ein Problem hier. Deswegen TKW sind die sind momentan hier und die mussten eine Lösung finden. So deswegen wird Wasser momentan gepumpt.